Lektion 1: Yogakurse erkunden. Ich suche nach einem Yogakurs in der Nähe. Ich habe gehört, dass es eine wunderbare Art ist, aktiv zu bleiben und sich zu entspannen. Das ist eine großartige Idee, John. Yoga hat zahlreiche Vorteile für Körper und Geist. Lass mich wissen, wie es geht. Sicher, Anna. Ich werde die verfügbaren Optionen untersuchen und einen Kurs finden, der zu meinem Zeitplan passt. Es ist wichtig, dass du eine Klasse auswählst, die deinem Können und deinen Vorlieben entspricht. Ich werde auf jeden Fall nach anfängerfreundlichen Kursen suchen, da ich neu im Yoga bin. Das ist ein guter Ausgangspunkt, John. Anfängerkurse konzentrieren sich oft darauf, eine solide Grundlage aufzubauen und grundlegende Posen einzuführen. Ich freue mich darauf, verschiedene Yoga-Posen zu lernen und Achtsamkeit durch die Praxis zu üben. Yoga kann definitiv dazu beitragen, Flexibilität, Kraft und Gleichgewicht zu verbessern und gleichzeitig die Entspannung und den Stressabbau zu fördern. Das klingt perfekt, Anna. Ich könnte etwas Stressabbau gebrauchen und mein allgemeines Wohlbefinden verbessern. Absolut, John. Yoga ist bekannt für seine beruhigende Wirkung auf den Geist und seine Fähigkeit, das Selbstbewusstsein zu verbessern. Ich habe gehört, dass Yoga auch Atemübungen beinhaltet. Es kann bei der Bewältigung von Stress und Angstzuständen von Vorteil sein. Ja, kontrollierte Atemtechniken oder Pranayama sind ein wesentlicher Bestandteil der Yoga-Praxis. Sie helfen, den Geist zu beruhigen und den Fokus zu erhöhen. Das ist faszinierend, Anna. Ich freue mich darauf, die körperlichen und geistigen Vorteile von Yoga zu erleben. Sobald Sie einen Kurs gefunden haben, zögern Sie nicht, dem Kursleiter alle Fragen zu stellen, die Sie möglicherweise haben. Das werde ich, Anna. Es ist wichtig, die richtige Anleitung zu haben und sicherzustellen, dass ich die Posen richtig übe. Absolut, John. Der Instruktor kann Ihnen Änderungen und Anpassungen anbieten, um Ihnen zu helfen, Ihren Körper richtig auszurichten. Ich werde auch darauf achten, bequeme Kleidung zu tragen und eine Yogamatte zum Kurs mitzubringen. Das ist wichtig, John. Bequeme Kleidung ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und eine Matte bietet Polsterung und Halt. Ich bin dankbar für deine Anleitung, Anna. Ihr Wissen und Ihre Erfahrung mit Yoga sind von unschätzbarem Wert. Ich helfe gerne, John. Yoga ist seit vielen Jahren ein Teil meines Lebens und ich freue mich, seine Vorteile mit Ihnen zu teilen. Danke, Anna. Ich werde dich über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten und dich darüber informieren, wie der erste Kurs läuft. Ich freue mich darauf, von deinen Erfahrungen zu hören, John. Denken Sie daran, auf Ihren Körper zu hören und die Reise zu genießen. Absolut, Anna. Ich werde es unvoreingenommen angehen und den positiven Einfluss annehmen, den Yoga auf mein Leben haben kann. Das ist der Geist, John. Yoga ist nicht nur eine körperliche Praxis, sondern auch eine Möglichkeit, innere Harmonie und Wohlbefinden zu fördern. Ich freue mich auf dieses neue Abenteuer, Anna. Auf die Entdeckung der Wunder des Yoga. Prost, John. Möge deine Yogareise dir Freude, Kraft und eine tiefere Verbindung zu dir selbst bringen. Prost, Anna. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ermutigung. Ich bin bereit, die transformative Kraft des Yoga zu nutzen. Lektion 2: Fitnesskurse erkunden. Ich habe gehört, es ist eine Mischung aus Cardio,
Krafttraining und Pilates. Es klingt nach einem abgerundeten Training. Das ist interessant, John. Die Kombination verschiedener Trainingsmodalitäten kann zu einem umfassenden Fitnesserlebnis führen. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren und mich körperlich herauszufordern. Es scheint eine großartige Möglichkeit zu sein, meine allgemeine Fitness zu verbessern. Absolut, John. Cardioübungen verbessern die kardiovaskuläre Ausdauer, Krafttraining baut Muskeln auf und Pilates konzentriert sich auf Rumpfstärke und Flexibilität. Es ist faszinierend, wie dieser Kurs verschiedene Elemente beinhaltet, um auf verschiedene Aspekte der Fitness einzugehen. Abwechslung ist der Schlüssel, wenn es um Fitness geht, John. Das hält das Training spannend und verhindert Langeweile. Ich stimme zu, Anna. Es ist wichtig, Übungen zu finden, die uns Spaß machen und die unseren individuellen Vorlieben entsprechen. Durch die Integration von Cardio, Krafttraining und Pilates bietet dieser Kurs einen umfassenden Fitnessansatz. Ich interessiere mich besonders für Pilates. Ich habe gehört, dass es die Körperhaltung verbessern und die Rumpfmuskulatur stärken kann. Das ist richtig, John. Pilates konzentriert sich auf die Entwicklung einer starken Rumpfmuskulatur, die die Stabilität verbessern und die richtige Ausrichtung unterstützen kann. Ich könnte definitiv davon profitieren, meine Körperhaltung und Rumpfstärke zu verbessern. Daran habe ich gearbeitet. Dieser Kurs bietet Ihnen die Möglichkeit, auf diese spezifischen Bereiche abzuzielen und die Fortschritte im Laufe der Zeit zu verfolgen. Das ist genau das, wonach ich suche, Anna. Ich möchte mich selbst herausfordern und Verbesserungen in meinem Fitnessniveau sehen. Es ist toll, sich Ziele zu setzen und deine Fortschritte zu verfolgen, John. Es hält dich motiviert und engagiert auf deiner Fitnessreise. Absolut, Anna. Ich bin bereit, mich selbst herauszufordern und herauszufinden, wozu mein Körper fähig ist. Denken Sie daran, auf Ihren Körper zu hören und in Ihrem eigenen Tempo zu arbeiten. Es ist wichtig, Überanstrengung oder Verletzungen zu vermeiden. Das werde ich im Hinterkopf behalten, Anna. Sicherheit und richtige Form haben bei körperlicher Aktivität immer Priorität. Das ist die richtige Einstellung, John. Wenn Sie sich um Ihren Körper kümmern, können Sie weiterhin einen aktiven Lebensstil genießen. Ich schätze Ihre Anleitung und Unterstützung, Anna. Ihr Fitnesswissen ist wirklich wertvoll. Ich freue mich, dass ich helfen kann, John. Fitness ist eine Leidenschaft von mir, und ich teile gerne Informationen und ermutige andere, einen gesunden Lebensstil zu führen. Danke, Anna. Ich lasse dich wissen, wie der Kurs läuft und teile meine Erfahrungen mit dir. Ich freue mich darauf, davon zu hören, John. Viel Spaß beim Unterricht und nimm die Herausforderung an. Das werde ich, Anna. Wir wollen unsere Grenzen überschreiten und unsere Fitnessziele erreichen. Prost, John. Möge dieser Fitnesskurs Ihnen Kraft, Ausdauer und Erfolgserlebnisse bringen. Prost, Anna. Danke für deine Unterstützung. Lasst uns nach Größe streben und uns gegenseitig auf unseren Fitnessreisen inspirieren. Lektion 3: Lernen Sie Telearbeit kennen. Das klingt hilfreich. Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht und denke vielleicht auch über Telearbeit nach. Das ist eine großartige Idee, John. Telearbeit bietet Flexibilität und die Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten.
Mir gefällt die Idee, einen flexibleren Zeitplan zu haben und die Freiheit zu haben, bequem von zu Hause aus zu arbeiten. Telearbeit kann definitiv für eine bessere Work-Life-Balance sorgen und das tägliche Pendeln überflüssig machen. Das wäre eine große Zeitersparnis, Anna. Ich könnte diese zusätzliche Zeit für persönliche Aktivitäten oder Hobbys nutzen. Absolut, John. Durch Telearbeit haben Sie mehr Kontrolle über Ihre Zeit und können Ihre Aufgaben entsprechend priorisieren. Ich habe gehört, dass Telearbeit auch die Produktivität steigert, da es weniger Ablenkungen und Unterbrechungen gibt. Das stimmt, John. Das Arbeiten in einer ruhigen und vertrauten Umgebung kann Ihnen helfen, sich zu konzentrieren und Ihre Aufgaben effizienter zu erledigen. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Konzentration und die Erledigung der Arbeit von Vorteil wäre. Darüber hinaus fördert Telearbeit oft einen gesünderen Lebensstil. Sie haben mehr Flexibilität, um Sport zu treiben oder gesündere Mahlzeiten zuzubereiten. Das ist ein gutes Argument, Anna. Es ist wichtig, unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden Priorität einzuräumen, auch während der Arbeit. Telearbeit ermöglicht auch eine bessere Integration von Beruf und Privatleben. Sie können sich um persönliche Angelegenheiten kümmern, während Sie weiterhin für die Arbeit verfügbar sind. Das ist definitiv ein Vorteil, Anna. Es ist wichtig, dieses Gleichgewicht zu haben und sich nicht von der beruflichen Verantwortung überfordert zu fühlen. Telearbeit kann auch Möglichkeiten eröffnen, mit Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt zusammenzuarbeiten. Das ist faszinierend, Anna. Es wäre interessant, mit einem vielfältigen Team zu arbeiten und verschiedene Perspektiven zu gewinnen. Absolut, John. Telearbeit bietet eine globale Perspektive und die Möglichkeit, Ihr berufliches Netzwerk zu erweitern. Ich muss die Möglichkeiten der Telearbeit in meinem Bereich prüfen und prüfen, ob dies für mich eine praktikable Option ist. Wenn Sie nach verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten im Homeoffice suchen und die Anforderungen verstehen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen. Ich muss auch sicherstellen, dass ich zu Hause einen geeigneten Arbeitsplatz und die notwendige Ausrüstung für Telearbeit habe. Die Einrichtung eines eigenen Arbeitsbereichs trägt dazu bei, eine produktive Umgebung zu schaffen und Arbeit vom Privatleben zu trennen. Das macht Sinn, Anna. Ein ausgewiesener Arbeitsbereich kann zur Konzentration und Produktivität beitragen. Es ist auch wichtig, eine gute Kommunikation mit Ihrem Team aufrechtzuerhalten und trotz der physischen Entfernung in Verbindung zu bleiben. Ich werde sicherstellen, dass die Kommunikationsinstrumente effektiv genutzt werden und mit Kollegen und Vorgesetzten in Kontakt bleiben. Das ist entscheidend, John. Klare und zeitnahe Kommunikation ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit bei der Telearbeit. Ich schätze deine Erkenntnisse und Ratschläge, Anna. Ihre Erfahrung mit Telearbeit ist wertvoll. Ich freue mich, dass ich helfen konnte, John. Telearbeit war Teil meiner beruflichen Laufbahn, und ich gebe mein Wissen gerne weiter. Danke, Anna. Ich werde weiter nach Möglichkeiten der Telearbeit suchen und prüfen, ob sie meinen Karrierezielen entsprechen. Ich freue mich für dich, John. Telearbeit kann neue Möglichkeiten und eine andere Arbeitsweise mit sich bringen. Es geht darum, Veränderungen anzunehmen und die Möglichkeiten der Telearbeit in Betracht zu ziehen. Prost, John. Möge Ihre Erkundung der Telearbeit Ihnen Erfüllung, Flexibilität und berufliches Wachstum bringen. Prost, Anna. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ermutigung.
Begeben wir uns gemeinsam auf dieses neue Abenteuer. Lektion 4. Wachstum prognostizieren. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich habe gehört, dass die Prognose unseres Unternehmens ein stetiges Wachstum erwartet. Das ist fantastisch, John. Es ist immer ermutigend, von positiven Prognosen für die Zukunft zu hören. Absolut, Anna. Es gibt Selbstvertrauen und motiviert uns, auf die Erreichung dieser Ziele hinzuarbeiten. Wissen Sie, was die Prognose in Bezug auf die Wachstumsrate vorhersagt? Bei den genauen Zahlen bin ich mir nicht sicher, Anna. Aber ich glaube, die Prognose deutet auf einen konsistenten Aufwärtstrend hin. Das ist vielversprechend, John. Das steht für Stabilität und potenzielle Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Ich stimme zu, Anna. Stetiges Wachstum kann zu neuen Projekten, mehr Verantwortung und sogar zum beruflichen Aufstieg führen. Es ist wichtig, dass wir über die Prognose auf dem Laufenden bleiben und wissen, wie sie sich auf unsere Rollen im Unternehmen auswirken kann. Das stimmt, Anna. Wenn wir uns der Prognose bewusst sind, können wir unsere Bemühungen an den Unternehmenszielen ausrichten. Es hilft uns auch, Veränderungen zu antizipieren und uns proaktiv an neue Umstände anzupassen. Ich bin gespannt, welche Faktoren zum prognostizierten Wachstum beitragen. Es wäre interessant, die Markttrends zu analysieren. Markttrends, Kundennachfrage und effektive Strategien sind einige der Faktoren, die das Wachstum beeinflussen können. Es ist faszinierend, wie verschiedene Elemente zusammenkommen, um die Zukunft des Unternehmens zu gestalten. Absolut, John. Eine umfassende Analyse kann wertvolle Erkenntnisse liefern und Entscheidungsprozesse leiten. Ich glaube, es ist entscheidend, dass jede Abteilung zum Gesamtwachstum des Unternehmens beiträgt. Du hast recht, John. Zusammenarbeit und Synergie zwischen verschiedenen Teams sind für nachhaltiges Wachstum unerlässlich. Wir alle können dazu beitragen, das Unternehmen voranzubringen und das prognostizierte Wachstum zu erreichen. Das ist der Geist, John. Der Beitrag jedes Einzelnen ist wichtig und kann erhebliche Auswirkungen haben. Ich freue mich, Teil dieser Reise zu sein und zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend, John. Es ist inspirierend, dein Engagement und deine positive Einstellung zu sehen. Danke, Anna. Ich glaube an das Potenzial unseres Unternehmens und die Chancen, die vor uns liegen. Angesichts des prognostizierten Wachstums ist es wichtig, dass wir agil bleiben und uns an Veränderungen auf dem Markt anpassen. Absolut, Anna. Wir müssen Innovationen begrüßen und kontinuierlich nach Wegen suchen, uns zu verbessern und weiterzuentwickeln. Kontinuierliches Lernen und berufliche Weiterentwicklung werden in diesem Wachstumsprozess ebenfalls von entscheidender Bedeutung sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Wir sollten jede Gelegenheit nutzen, um unsere Fähigkeiten und unser Wissen zu verbessern. Auf diese Weise können wir gleichzeitig zum Wachstum des Unternehmens und zu unserem eigenen persönlichen Wachstum beitragen. Es ist eine Win-Win-Situation, Anna. Ich bin gespannt, wie unsere gemeinsamen Anstrengungen die Zukunft gestalten werden. Ich auch, John. Bleiben wir konzentriert, motiviert und bereit, die Chancen zu nutzen, die sich uns bieten. Auf das prognostizierte Wachstum und die spannende Reise, die vor uns liegt.
Lektion 5. Neue Gewohnheiten ausprobieren. Ich verstehe, warum es wichtig ist, gute Gewohnheiten für persönliches Wachstum und Erfolg zu pflegen. Absolut, John. Gewohnheiten prägen unser Verhalten und haben einen erheblichen Einfluss auf unser Leben. Ich habe über erfolgreiche Menschen und die Gewohnheiten gelesen, die sie ihren Leistungen zuschreiben. Das ist interessant, John. Was sind einige der Gewohnheiten, die deine Aufmerksamkeit erregt haben? Eine Angewohnheit, die mir auffiel, ist, früh aufzustehen und den Tag mit Absicht zu beginnen. Davon habe ich auch gehört, John. Es ermöglicht Ihnen einen produktiven und konzentrierten Start in den Tag. Ja, es bietet die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen, zu planen und Ziele für den Tag zu setzen. Ich werde auf jeden Fall in Betracht ziehen, diese Angewohnheit selbst auszuprobieren. Es scheint eine großartige Möglichkeit zu sein, meine Zeit zu maximieren. Eine weitere Angewohnheit, auf die ich gestoßen bin, ist, täglich Dankbarkeit zu üben. Dankbarkeit ist mächtig, John. Es hilft uns, unseren Fokus auf das zu richten, was wir haben, und fördert eine positive Denkweise. Absolut, Anna. Dankbarkeit auszudrücken kann mehr Freude und Zufriedenheit in unser Leben bringen. Ich werde mich bemühen, Dankbarkeit auch in meinen Tagesablauf zu integrieren. Es ist eine einfache, aber wirkungsvolle Angewohnheit. Eine weitere Angewohnheit, die meine Aufmerksamkeit erregte, ist das regelmäßige Lesen, um mein Wissen zu erweitern und neue Perspektiven zu gewinnen. Lesen ist eine wunderbare Angewohnheit, John. Es erweitert unseren Horizont und stimuliert unser intellektuelles Wachstum. Ja, es ermöglicht uns, aus den Erfahrungen und Weisheiten anderer zu lernen. Ich bin bereits ein begeisterter Leser, aber ich werde mich bewusst bemühen, vielfältigere Genres und Themen zu lesen. Das ist toll, Anna. Das Erkunden verschiedener Themen wird Ihnen helfen, eine umfassende Perspektive zu entwickeln. Eine weitere Angewohnheit, die ich ausprobieren wollte, ist das Praktizieren von Achtsamkeit und Meditation. Achtsamkeit ist eine mächtige Praxis, Anna. Es hilft uns, präsent zu bleiben und ein Gefühl der Ruhe zu entwickeln. Ich verstehe, warum das von Vorteil wäre, John. Es kann Stress reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Absolut, Anna. Es lohnt sich, es auszuprobieren und zu sehen, wie es sich positiv auf unser tägliches Leben auswirkt. Ich werde auf jeden Fall erwägen, Achtsamkeit in meine Routine aufzunehmen. Es scheint eine hilfreiche Angewohnheit zu sein. Eine weitere Angewohnheit, die erfolgreiche Menschen oft erwähnen, ist, sich bestimmte Ziele zu setzen und auf diese hinzuarbeiten. Zielsetzung ist entscheidend für Fortschritt und Wachstum, John. Es gibt uns Orientierung und ein Gefühl von Zielstrebigkeit. Ja, klare Ziele helfen uns, auf unserer Reise konzentriert und motiviert zu bleiben. Ich werde es mir zur Aufgabe machen, sinnvolle Ziele zu setzen und sie in umsetzbare Schritte zu unterteilen. Das ist toll, Anna. Konsequente Maßnahmen zur Erreichung unserer Ziele sind der Schlüssel zu deren Erreichung. Ich stimme zu, John. Es ist wichtig, proaktiv zu sein und Verantwortung für unser eigenes Wachstum und unseren Erfolg zu übernehmen. Das Ausprobieren dieser Gewohnheiten kann einen positiven Unterschied in unserem Leben bewirken. Lassen Sie uns die Gelegenheit zur persönlichen Entwicklung nutzen. Ich bin gespannt, wie diese Gewohnheiten unser Wohlbefinden verbessern und uns helfen werden, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Absolut, Anna.
Unterstützen wir uns gegenseitig dabei, diese Gewohnheiten zu pflegen und einen positiven Einfluss auf unser Leben auszuüben. Danke, dass du diese Erkenntnisse geteilt hast, John. Begeben wir uns gemeinsam auf diese Reise der Selbstverbesserung. Du bist willkommen, Anna. Ermutigen wir uns gegenseitig und feiern wir unsere Fortschritte auf diesem Weg. Lektion 6: Rat einholen. Anna, ich wollte dich um einen Rat bitten. Kann ich auf deinen Beitrag zählen? Natürlich, John. Ich helfe immer gerne. Wozu benötigen Sie Beratung? Ich habe über eine berufliche Veränderung nachgedacht und bin mir nicht sicher, welche Schritte ich als nächstes unternehmen soll. Irgendwelche Vorschläge? Sicher, John. Zunächst ist es wichtig, Ihre Fähigkeiten, Interessen und langfristigen Ziele zu evaluieren. Das macht Sinn, Anna. Ich möchte sicherstellen, dass meine Karriere meinen Leidenschaften und Bestrebungen entspricht. Erwägen Sie, nach verschiedenen Branchen und Berufsbildern zu suchen, die Ihren Interessen entsprechen. Das ist ein guter Ausgangspunkt, Anna. Ich werde verschiedene Optionen prüfen, um ein besseres Verständnis zu erlangen. Networking kann auch nützlich sein, um Erkenntnisse zu sammeln und mit Fachleuten in Ihrem gewünschten Bereich in Kontakt zu treten. Ich werde mich bemühen, mein berufliches Netzwerk zu erweitern und mich von erfahrenen Personen beraten zu lassen. Darüber hinaus können Sie Ihre Chancen erhöhen, wenn Sie Ihren Lebenslauf aktualisieren und an die jeweilige Branche anpassen. Ich werde auf jeden Fall daran arbeiten, meinen Lebenslauf zu überarbeiten, um die relevanten Fähigkeiten und Erfahrungen hervorzuheben. Vergessen Sie nicht die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten wie Kurse oder Zertifizierungen. Richtig, Anna. Kontinuierliches Lernen und Weiterqualifizierung sind auf dem heutigen, sich ständig weiterentwickelnden Arbeitsmarkt unerlässlich. Erwägen Sie, sich an Berufsberater oder Mentoren zu wenden, die Sie beraten und unterstützen können. Das ist eine großartige Idee, Anna. Jemanden zu haben, der Erfahrung darin hat, Ideen auszutauschen, kann von unschätzbarem Wert sein. Es ist auch wichtig, während des gesamten Prozesses geduldig und beharrlich zu sein, John. Veränderung braucht Zeit. Das werde ich im Hinterkopf behalten, Anna. Es ist wichtig, konzentriert und engagiert zu bleiben, um meine Ziele zu erreichen. Vertrauen Sie schließlich Ihren Instinkten und treffen Sie Entscheidungen, die Ihren Werten und Bestrebungen entsprechen. Danke für deinen Rat, Anna. Ich schätze Ihre Erkenntnisse und Ihre Anleitung. Du bist willkommen, John. Denken Sie daran, ich bin hier, um Sie auf Ihrem Weg zu einer erfüllenden Karriere zu unterstützen. Ich bin dankbar, dich als Freundin und Mentorin zu haben, Anna. Ihr Rat bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich, dass ich helfen konnte, John. Bleiben wir in Kontakt und unterstützen wir uns weiterhin gegenseitig. Absolut, Anna. Gemeinsam können wir alle Herausforderungen meistern und unsere Ziele erreichen. Danke, dass du mir deine Bedenken anertraust, John. Ich glaube an Ihr Potenzial und weiß, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen werden. Ihr Vertrauen in mich ist ermutigend, Anna. Ich werde Sie über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten. Lektion 7: Feedback erhalten. Guten Morgen, Anna. Ich habe Neuigkeiten für Sie und schätze Ihr Feedback. Guten Morgen, John. Freut mich, das zu hören.
Ich bin hier, um Ihnen Anregungen oder Ratschläge zu geben. Ich habe kürzlich ein Projekt bei der Arbeit abgeschlossen und würde gerne Ihre Meinung dazu erfahren. Sicher, John. Ich gebe Ihnen gerne Feedback. Auf welche spezifischen Aspekte soll ich mich Ihrer Meinung nach konzentrieren? Ich bin besonders an Ihrer Meinung zur Gesamteffektivität und Präsentation des Projekts interessiert. Nach allem, was ich beobachtet habe, John, wurde Ihr Projekt gut ausgeführt und lieferte die gewünschten Ergebnisse. Das ist toll zu hören, Anna. Ich habe mir viel Mühe gegeben, also bin ich froh, dass es sich gelohnt hat. Die Präsentation war klar, prägnant und ansprechend, sodass sie für das Publikum leicht verständlich war. Ich bin erleichtert, dass die Botschaft effektiv übermittelt wurde, Anna. Ich wollte, dass es wirkungsvoll ist. Darüber hinaus haben die von Ihnen hinzugefügten Grafiken und unterstützende Materialien die Gesamtpräsentation verbessert. Danke, dass du darauf hingewiesen hast, Anna. Ich wollte sicherstellen, dass die Bilder den Inhalt ergänzen. Ich habe die Art und Weise geschätzt, wie Sie potenzielle Herausforderungen angegangen und Lösungen in Ihrem Projekt bereitgestellt haben. Es war wichtig, alle Hindernisse zu antizipieren und anzugehen, Anna. Es freut mich, dass du es wertvoll fandest. Ein Bereich, in dem Verbesserungen möglich sind, John, könnte die Aufnahme spezifischerer Daten und Kennzahlen sein. Das ist ein berechtigtes Argument, Anna. Das Hinzufügen konkreter Daten würde das Projekt überzeugender machen. Insgesamt, John, war Ihr Projekt gut recherchiert, organisiert und mit Zuversicht durchgeführt. Ich freue mich über dein Feedback, Anna. Es gibt mir die Gewissheit, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Denk daran, John, Feedback soll uns helfen, zu wachsen und uns zu verbessern. Nehmen Sie sowohl positives als auch konstruktives Feedback an. Du hast recht, Anna. Ich werde Ihre Vorschläge für zukünftige Projekte berücksichtigen. Das ist der Geist, John. Kontinuierliche Verbesserung ist der Schlüssel zur persönlichen und beruflichen Entwicklung. Nochmals vielen Dank für Ihr wertvolles Feedback, Anna. Es bedeutet mir viel. Du bist willkommen, John. Ich bin immer da, um Sie zu unterstützen und Ihnen Feedback zu geben, wann immer Sie es benötigen. Ich bin dankbar, dich als vertrauenswürdige Freundin und Beraterin zu haben, Anna. Ihre Erkenntnisse sind von unschätzbarem Wert. Ebenso, John. Lassen Sie uns auf unseren individuellen Reisen weiter lernen und gemeinsam wachsen. Absolut, Anna. Zusammen können wir großartige Dinge erreichen und noch bessere Versionen von uns selbst werden. Lektion 8: Kompromissbereitschaft. Anna, ich habe über unseren Projektzeitplan nachgedacht. Denken Sie, wir könnten uns länger engagieren? Das ist eine interessante Idee, John. Wie wäre es mit einem Treffen auf halbem Weg mit einer 3-jährigen Verpflichtung? 3 Jahre klingt vernünftig. Es ermöglicht uns, unsere Ziele zu erreichen und gleichzeitig eine gewisse Flexibilität beizubehalten. Absolut, John. 3 Jahre bieten eine solide Grundlage für langfristige Planung und Wachstum. Es zeigt auch unser Engagement und unser Engagement für das Projekt, was das Vertrauen der Stakeholder wecken kann. Ich stimme zu, John. Ein längerfristiges Engagement kann Vertrauen und Glaubwürdigkeit fördern.
Wir sollten jedoch auch die potenziellen Risiken und Unsicherheiten berücksichtigen, die über einen Zeitraum von 3 Jahren auftreten können. Das ist ein berechtigtes Argument, John. Wir können diese Risiken mindern, indem wir unsere Strategien regelmäßig überprüfen und anpassen. Kontinuierliche Bewertungen und Anpassungen werden sicherstellen, dass wir trotz unvorhergesehener Herausforderungen auf dem richtigen Weg bleiben. Es ist wichtig, offene Kommunikationswege aufrechtzuerhalten und alle Probleme umgehend und gemeinsam zu lösen. Einverstanden, Anna. Regelmäßige Check-ins und Teambesprechungen helfen uns, auf dem Laufenden zu bleiben und Hindernisse gemeinsam zu überwinden. Darüber hinaus sollten wir Meilensteine und wichtige Leistungsindikatoren festlegen, um unsere Fortschritte zu verfolgen. Wenn wir Meilensteine verfolgen, können wir Erfolge feiern und Bereiche identifizieren, in denen Verbesserungen erforderlich sind. Lassen Sie uns auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, unser Engagement über 3 Jahre hinaus zu skalieren, wenn das Projekt erfolgreich ist. Das ist eine großartige Idee, Anna. Wenn sich das Projekt als erfolgreich erweist, können wir Expansionsmöglichkeiten prüfen. Wir sollten jedoch anpassungsfähig und offen für Veränderungen der Projektlandschaft und der Marktbedingungen bleiben. Flexibilität ist entscheidend, Anna. Wir müssen agil und bereit sein, umzustellen, wenn die Umstände es erfordern. Absolut, John. Die Fähigkeit, sich anzupassen und Veränderungen anzunehmen, wird zu unserem langfristigen Erfolg beitragen. Dann ist es also geklärt. Wir treffen uns zur Hälfte und legen einen 3-jährigen Zeitplan für das Projekt fest. Einverstanden, John. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Engagement es uns ermöglichen wird, unsere Ziele effektiv zu erreichen. Danke, Anna, dass du das mit mir besprochen hast. Ihr Beitrag und Ihre Zusammenarbeit sind von unschätzbarem Wert. Du bist willkommen, John. Ich schätze Ihre Bereitschaft, einen Kompromiss zu finden und gemeinsam auf Erfolg hinzuarbeiten. Gemeinsam können wir die Herausforderungen und Chancen bewältigen, die sich uns bieten. Lassen Sie uns das möglich machen. Absolut, John. Ich freue mich, diese Reise mit dir zu beginnen. Auf ein erfolgreiches 3-jähriges Engagement. Prost darauf, Anna. Machen wir das Beste aus der vor uns liegenden Zeit und schaffen wir gemeinsam etwas Bemerkenswertes. Lektion 9: Ernährungsempfehlungen. Anna, ich habe gehört, dass dieses neue italienische Restaurant in der Innenstadt eröffnet wurde. Was empfehlen Sie? Ihre Pasta und Pizza sind unglaublich. Oh, wirklich? Ich liebe italienische Küche. Für Pasta empfehle ich dringend, die klassischen Spaghetti Carbonara zu probieren. Spaghetti Carbonara klingt köstlich. Was ist mit Pizza? Gibt es eine bestimmte Geschmacksrichtung, die ich probieren sollte? Wenn Sie ein Fan von Fleisch sind, sollten Sie unbedingt die Pepperoni-Pizza probieren. Es ist voller Geschmack und perfekt knusprig. Das klingt fantastisch. Ich kann einer guten Pepperoni-Pizza nicht widerstehen. Gibt es noch andere Gerichte, die es wert sind, probiert zu werden? Absolut, John. Ihre Lasagne ist auch hervorragend. Es ist reichhaltig, käsig und voller köstlicher Aromen. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Gibt es vegetarische Optionen auf Ihrer Speisekarte? Ja, Sie haben eine köstliche Margherita-Pizza mit frischen Tomaten, Mozzarella und Basilikum. Es ist ein vegetarischer Favorit.
Das ist toll zu wissen. Ich mag es, vegetarische Optionen zu essen, wenn ich auswärts esse. Ist das Restaurant gemütlich und einladend? Ja, es hat ein warmes und einladendes Ambiente, perfekt für ein ungezwungenes Abendessen oder ein Treffen mit Freunden. Hervorragend. Ich genieße es, in einer angenehmen Atmosphäre zu essen. Ist es normalerweise voll? Sollen wir eine Reservierung vornehmen? Es ist ein beliebter Ort, besonders in den Hauptverkehrszeiten. Eine Reservierung wäre eine gute Idee, um sich einen Tisch zu sichern. Ich werde dafür sorgen, dass ich das mache. Danke für die Empfehlungen, Anna. Ich freue mich wirklich darauf, diesen Ort auszuprobieren. Du bist willkommen, John. Ich bin sicher, Sie werden ein fantastisches kulinarisches Erlebnis haben. Genieß dein Essen. Das werde ich, Anna. Und wenn du mal mit mir Pasta oder Pizza essen willst, lass es mich wissen. Das würde ich gern, John. Italienisches Essen ist immer eine gute Idee. Wir können bald einen Dinnerausflug planen. Klingt nach einem Plan. Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich die Reservierung mache. Ich freue mich darauf. Großartig. Ich markiere meinen Kalender. Ich kann es kaum erwarten, mit Ihnen köstliche Pasta und Pizza zu genießen. Es ist ein Date, Anna. Bis dahin lassen Sie uns gemeinsam neue kulinarische Abenteuer erkunden. Absolut, John. Das Leben ist zu kurz, um auf gutes Essen und gute Gesellschaft zu verzichten. Auf viele weitere kulinarische Abenteuer. Prost darauf, Anna. Genießen wir jeden Bissen und schaffen wir bleibende Erinnerungen. Lektion 10: Kochtipps. Anna, ich bereite heute Abend das Abendessen vor. Ich werde Pasta machen. Ich hab's. Sollte ich auch anfangen, die Nudeln zu kochen? Ja, bitte. Das Kochen der Nudeln ist der erste Schritt. Stellen Sie sicher, dass Sie einen großen Topf mit Wasser zum Kochen bringen. In Ordnung, ich bereite den Topf vor und erhitze das Wasser. Soll ich dem Wasser etwas hinzufügen? Ja, denken Sie daran, Salz in das kochende Wasser zu geben. Es hilft, die Nudeln beim Kochen zu würzen. Danke für die Erinnerung. Ich füge dem Wasser eine großzügige Prise Salz hinzu. Wie lange sollte ich die Nudeln kochen? Die empfohlene Garzeit entnehmen Sie bitte der Packungsanleitung. Sie liegt normalerweise zwischen 8 und 12 Minuten. Ich hab's. Ich behalte die Zeit im Auge und teste, ob die Nudeln gar sind. Sollte es al dente sein? Ja, al dente ist die ideale Textur. Das bedeutet, dass die Pasta gekocht ist, aber immer noch eine leichte Festigkeit hat. Perfekt. Ich achte darauf, dass ich es nicht zu lange koche. Was ist der nächste Schritt, wenn die Pasta fertig ist? Nachdem Sie die gekochten Nudeln abgetropft haben, können Sie sie mit der gewünschten Sauce oder den gewünschten Zutaten vermischen. Hört sich gut an. Ich bereite die Sauce zu, während die Pasta kocht. Irgendwelche Empfehlungen für eine einfache Sauce? Eine klassische Tomatensauce mit Knoblauch, Zwiebeln und Kräutern ist immer eine gute Wahl. Oder du kannst eine cremige Alfredo-Sauce probieren. Beide Optionen klingen köstlich. Ich nehme heute Abend die klassische Tomatensauce. Irgendwelche speziellen Tipps für die Zubereitung?
Knoblauch und Zwiebeln in Olivenöl anbraten, bis sie duften und goldgelb sind. Dann zerkleinerte Tomaten dazugeben und eine Weile köcheln lassen, damit sich die Aromen entfalten. Großartig. Ich befolge diese Schritte und lasse die Sauce köcheln, während die Pasta kocht. Soll ich sie zusammenwerfen? Ja, sobald die Nudeln und die Sauce fertig sind, lassen Sie die Nudeln abtropfen und geben Sie sie in den Topf. Wirf sie vorsichtig zusammen, um die Nudeln gleichmäßig zu beschichten. Ich gebe die Nudeln in den Topf und mische sie zusammen. Irgendwelche letzten Feinheiten oder Beilagen? Vor dem Servieren kannst du etwas geriebenen Parmesankäse und frische Kräuter wie Basilikum oder Petersilie darüber streuen. Wunderbar. Ich habe Parmesankäse und Basilikum zur Hand. Ich füge sie als letzten Schliff hinzu. Danke für deine Anleitung, Anna. Du bist willkommen, John. Pasta kochen ist eine einfache, aber sättigende Mahlzeit. Ich bin sicher, es wird köstlich werden. Ich schätze dein Vertrauen. Ich tue mein Bestes. Ich freue mich auf ein hausgemachtes Pasta-Dinner. Viel Spaß beim Kochen, John. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Guten Appetit! Danke, Anna. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten und auf jeden Fall fragen, ob ich weitere Fragen habe. Auf einen gelungenen Pasta-Abend. Lektion 11: Organisiert bleiben. Anna, ich habe in letzter Zeit an einem großen Projekt gearbeitet und es gibt so viel zu tun. Das klingt nach einer Menge Arbeit. Wie bleibst du organisiert? Ich verstehe, John. Organisiert zu bleiben ist der Schlüssel zur effizienten Verwaltung von Aufgaben. Ich verlasse mich auf ein paar Strategien. Willst du sie hören? Unbedingt. Ich könnte ein paar Tipps gebrauchen. Bitte teilen Sie uns Ihre Strategien mit, um organisiert zu bleiben. Zuerst erstelle ich eine To-Do-Liste. Ich notiere alle Aufgaben, die ich erledigen muss, und priorisiere sie nach Wichtigkeit und Fristen. Das ist eine gute Idee. Eine To-Do-Liste hilft, die Arbeitsbelastung zu visualisieren. Wie verwalten Sie Ihre Zeit effektiv? Zeitblockierung hilft mir, meine Zeit zu verwalten. Ich weise den ganzen Tag über bestimmte Zeitfenster für verschiedene Aufgaben oder Arten von Arbeit zu. Zeitblockierung klingt effektiv. Es hilft, sich für jede Aufgabe Zeit zu nehmen. Verwenden Sie digitale Tools für die Organisation? Ja, ich verwende Produktivitäts-Apps wie Trello oder Asana, um digitale Taskboards zu erstellen und den Fortschritt zu verfolgen. Sie helfen mir, den Überblick zu behalten. Ich habe von diesen Apps gehört. Ich sollte sie ausprobieren. Haben Sie Tipps, um den Überblick über wichtige Dokumente oder Dateien zu behalten? Ja, ich organisiere meine digitalen Dateien in Ordnern mit klaren Bezeichnungen und verwende Cloud-Speicherdienste wie Google Drive oder Dropbox für den einfachen Zugriff. Das ist klug. Ich habe oft Probleme damit, Dateien zu finden, wenn ich sie brauche. Die Verwendung von Cloud-Speicher und Ordnern würde es einfacher machen. Irgendwelche anderen Strategien? Ja, ich verwende auch einen physischen Planer, um wichtige Daten und Fristen aufzuschreiben. Es hilft mir, einen schnellen Überblick über meinen Zeitplan zu haben. Ein physischer Planer klingt praktisch, insbesondere zum schnellen Nachschlagen. Ich erwäge, mir einen zuzulegen. Wie gehst du mit Ablenkungen um?
Um Ablenkungen zu minimieren, schalte ich während konzentrierter Arbeitszeiten Benachrichtigungen auf meinem Telefon und Computer aus. Es hilft mir, konzentriert zu bleiben. Das ist eine gute Praxis. Benachrichtigungen können ziemlich ablenkend sein. Das sollte ich umsetzen. Wie gehen Sie mit unerwarteten Aufgaben oder Änderungen um? Flexibilität ist der Schlüssel. Ich versuche, in meinem Zeitplan etwas Pufferzeit zu lassen, um unerwartete Aufgaben oder Änderungen zu berücksichtigen, die sich ergeben könnten. Kluges Denken. Flexibilität ermöglicht eine bessere Anpassungsfähigkeit. Ich werde sicherstellen, dass das in meine Planung einfließen wird. Danke, Anna. Du bist willkommen, John. Ich hoffe, diese Strategien helfen Ihnen dabei, organisiert zu bleiben und Ihr Arbeitspensum effektiv zu bewältigen. Ich bin zuversichtlich, dass Sie das tun werden. Ihre Tipps sind praktisch und einfach umzusetzen. Wir wünschen Ihnen, organisiert zu bleiben und produktiv zu sein. Prost darauf, John. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Projekt und dass Sie organisiert bleiben. Denken Sie daran, einen Schritt nach dem anderen. Danke, Anna. Ihre Unterstützung und Ihr Rat bedeuten mir viel. Ich werde Sie über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten. Lassen Sie uns dieses Projekt gemeinsam meistern. Absolut, John. Ich bin hier, um dich anzufeuern. Viel Glück und ich freue mich darauf, von Ihren Erfolgen zu hören. Du schaffst das. Danke für dein Vertrauen, Anna. Ich werde mein Bestes geben. Zusammen werden wir es schaffen. Lektion 12: Online-Sicherheit. Anna, ich habe einige Horrorgeschichten über Online-Sicherheitslücken gehört. Es macht mir Sorgen. Ich verstehe deine Besorgnis, John. Es ist wichtig, der Online-Sicherheit Priorität einzuräumen. Die meisten seriösen Websites haben sichere Verschlüsselungsprotokolle vorhanden, oder? Das habe ich gehört. Aber wie kann ich sicherstellen, dass eine Website sicher ist? Suchen Sie in der Adressleiste nach dem Schlosssymbol und stellen Sie sicher, dass die URL der Website mit HTTPS statt mit HTTP beginnt. Das weist auf eine sichere Verbindung hin. Ah, ich verstehe. HTTPS bedeutet also, dass die Verbindung verschlüsselt ist. Das ist ein guter Tipp. Gibt es noch andere Anzeichen für eine sichere Website? Ja, ein weiteres Zeichen ist ein Sicherheitszertifikat, das auf der Website angezeigt wird. Es bestätigt, dass die Website verifiziert wurde und vertrauenswürdig ist. Das macht Sinn. Ich werde beim Stöbern nach diesen Schildern Ausschau halten. Wie wäre es mit der Erstellung starker und sicherer Passwörter? Es ist wichtig, sichere Passwörter zu verwenden. Vermeiden Sie die Verwendung gebräuchlicher Wörter oder persönlicher Informationen. Verwenden Sie stattdessen eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Symbolen. Ich hab's. Ich werde sicherstellen, dass ich von nun an komplexe Passwörter erstelle. Es kann jedoch schwierig sein, sich an alle zu erinnern. Irgendwelche Vorschläge? Die Verwendung eines Passwortmanagers kann helfen. Es speichert Ihre Passwörter sicher und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf sie mit einem Masterpasswort. Das klingt praktisch. Ich werde versuchen, einen Passwortmanager zu verwenden. Was ist mit Phishing-E-Mails? Wie kann ich sie identifizieren? Phishing-E-Mails wirken oft legitim, zielen aber darauf ab, Ihre persönlichen Daten zu stehlen.
Seien Sie vorsichtig bei E-Mails, die nach vertraulichen Daten fragen oder verdächtige Links enthalten. Ich werde mit E-Mails besonders vorsichtig sein. Im Zweifelsfall sollte ich die Identität des Absenders überprüfen, bevor ich persönliche Informationen weitergebe, oder? Absolut, John. Es ist besser, die Echtheit des Absenders zu überprüfen oder das Unternehmen direkt zu kontaktieren, um zu bestätigen, ob die E-Mail echt ist. Guter Rat. Ich werde wachsamer sein, wenn es darum geht, persönliche Informationen online weiterzugeben. Wie wäre es mit öffentlichen Wi-Fi-Netzwerken? Öffentliche Wi-Fi-Netzwerke können riskant sein. Vermeiden Sie den Zugriff auf vertrauliche Informationen oder Online-Transaktionen, während Sie mit einem ungesicherten Netzwerk verbunden sind. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist besser, ein virtuelles privates Netzwerk, VPN, zu verwenden, wenn Sie eine Verbindung zu einem öffentlichen WLAN herstellen, um die Sicherheit zu erhöhen, richtig? Das ist richtig, John. Ein VPN verschlüsselt Ihren Internetverkehr und schützt Ihre Daten, wenn Sie öffentliche Netzwerke nutzen. Hervorragend. Ich werde erwägen, ein VPN für zusätzliche Sicherheit zu verwenden. Danke für diese wertvollen Tipps, Anna. Ich fühle mich jetzt besser vorbereitet. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, wachsam und informiert zu bleiben, ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Online-Sicherheit. Absolut, Anna. Ich werde vorsichtig sein und diese Tipps anwenden, um meine Online-Präsenz zu schützen. Hier geht es darum, in der digitalen Welt auf Nummer sicher zu gehen. Prost darauf, John. Bleiben Sie online sicher und geschützt. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Wissen ist Macht. Danke, Anna. Danke für deine Unterstützung. Ich melde mich, wenn ich weitere Informationen benötige. Lass uns zusammen auf Nummer sicher gehen. Lektion 13: Spontaner Wochenendausflug. Hallo, Anna. Ich dachte darüber nach, einen spontanen Wochenendausflug zu planen. Irgendwelche Vorschläge, wohin man gehen soll? Das klingt aufregend, John. Wie wäre es mit einem Strandziel? Sie können am Meer entspannen und etwas Sonnenschein genießen. Das ist eine tolle Idee. Ich könnte etwas Strandzeit gebrauchen. Haben Sie bestimmte Strandziele im Sinn? Wie wäre es mit einer Reise nach Miami, Florida? Es ist bekannt für seine schönen Strände, sein pulsierendes Nachtleben und seine köstliche Küche. Miami klingt fantastisch. Ich habe großartige Dinge über die Stadt gehört. Gibt es noch andere Strandoptionen, die wir in Betracht ziehen könnten? Eine weitere Option ist San Diego, Kalifornien. Es hat atemberaubende Strände, eine entspannte Atmosphäre und viele Outdoor-Aktivitäten. San Diego klingt auch wunderbar. Es wäre schön, die Westküste zu erkunden. Was ist mit Kurzurlauben in den Bergen? Irgendwelche Empfehlungen? Wenn Sie Berge bevorzugen, ist Asheville, North Carolina, ein bezauberndes Reiseziel mit atemberaubender Aussicht, Wanderwegen und gemütlichen Hütten. Asheville klingt nach einem friedlichen Rückzugsort. Ich liebe die Idee, von Natur umgeben zu sein. Gibt es noch andere Bergziele? Eine weitere Option ist der Banff-Nationalpark in Kanada. Er bietet atemberaubende Landschaften, Wandermöglichkeiten und die Möglichkeit, Wildtiere zu beobachten. Banff Nationalpark klingt unglaublich. Ich wollte ihn schon immer besuchen.
Es wäre ein unvergessliches Abenteuer. Was ist mit Städtereisen? Für einen Städtetrip ist New York City immer eine gute Wahl. Es hat ikonische Wahrzeichen, erstklassige Museen und eine lebendige Atmosphäre. New York City steht auf meiner Bucketlist. Es ist so eine ikonische Stadt mit endlosen Aktivitäten. Irgendwelche anderen Empfehlungen für die Stadt? Chicago ist eine weitere fantastische Option für einen Kurzurlaub in der Stadt. Es bietet atemberaubende Architektur, vielfältige Viertel und eine blühende Gastronomieszene. Chicago klingt nach einer perfekten Mischung aus Kultur und Aufregung. Ich werde es auf jeden Fall in Betracht ziehen. Danke für diese tollen Vorschläge, Anna. Du bist willkommen, John. Es freut mich, dass dir die Vorschläge gefallen haben. Denken Sie daran, die Reisebeschränkungen zu überprüfen und Unterkünfte im Voraus zu buchen. Absolut, Anna. Ich werde sicherstellen, dass ich entsprechend plane. Es ist Zeit für ein spontanes Abenteuer. Machen wir das Beste aus unserem Wochenendausflug. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Hab eine fantastische Zeit und vergiss nicht, dich zu entspannen und jeden Moment zu genießen. Sicher reisen. Danke, Anna. Ich nehme mir deinen Rat zu Herzen. Ich werde alle aufregenden Details mit Ihnen teilen, wenn ich zurückkomme. Auf ein unvergessliches Wochenende. Lektion 14: Medizinische Tests. Anna, ich habe kürzlich mehrere Tests durchführen lassen, und das ist beruhigend. Können Sie mir mehr über verschiedene medizinische Tests erzählen? Natürlich, John. Medizinische Tests spielen eine entscheidende Rolle bei der Diagnose und Überwachung verschiedener Gesundheitszustände. Welche spezifischen Tests hatten Sie? Ich hatte eine Blutuntersuchung, eine Röntgenaufnahme und ein Elektrokardiogramm. Fangen wir mit der Blutuntersuchung an. Welche Informationen kann es liefern? Eine Blutuntersuchung kann wertvolle Informationen über Ihre allgemeine Gesundheit liefern. Es kann Dinge wie den Cholesterinspiegel, den Blutzucker und die Leberfunktion messen. Das ist interessant. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Was ist mit einer Röntgenaufnahme? Wie hilft es bei der Diagnose bestimmter Erkrankungen? Eine Röntgenaufnahme ist eine Art bildgebender Test, bei dem Strahlung verwendet wird, um Bilder des Inneren Ihres Körpers zu erstellen. Es kann helfen, Frakturen, Lungeninfektionen und mehr zu erkennen. Ich verstehe. Es ist faszinierend, wie Technologie es uns ermöglicht, in unseren Körper zu sehen. Und was beinhaltet ein Elektrokardiogramm, EKG? Ein Elektrokardiogramm misst die elektrische Aktivität Ihres Herzens. Es kann helfen, Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus zu erkennen und Erkrankungen wie Herzrhythmusstörungen zu diagnostizieren. Das ist gut zu wissen. Das Herz ist ein so wichtiges Organ. Gibt es noch andere gängige medizinische Tests, die es wert sind, erwähnt zu werden? Ja, einige andere gängige Tests umfassen Urinanalysen, MRT-Untersuchungen und CT-Scans. Jeder Test dient einem bestimmten Zweck und liefert wertvolle Informationen. Die Urinanalyse klingt interessant. Was kann sie über die Gesundheit einer Person aussagen? Eine Urinanalyse kann Aufschluss über die Nierenfunktion, Infektionen der Harnwege und das Vorhandensein bestimmter Substanzen im Körper geben. Das ist hilfreich. Ich wusste nicht, dass Urin so viele Informationen liefern kann. Und was ist mit MRT und CT-Scans?
Wie unterscheiden sie sich? MRT, Magnetresonanztomographie, und CT-Scans, Computertomographie, liefern beide detaillierte Bilder des Körpers, verwenden jedoch unterschiedliche Technologien. Könnten Sie den Unterschied zwischen MRT und CT-Scans genauer erklären? Natürlich, John. MRT verwendet starke Magnete und Radiowellen, um detaillierte Bilder ohne Strahlung zu erzeugen. CT-Scans verwenden dagegen Röntgenstrahlen, um Bilder zu erzeugen. Jetzt verstehe ich es. Es ist faszinierend, wie diese Tests wertvolle Einblicke in unsere Gesundheit geben können. Danke für die Erklärung, Anna. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Medizinische Tests sind ein unverzichtbares Instrument für Gesundheitsdienstleister, um unser Wohlbefinden zu beurteilen und zu überwachen. Absolut, Anna. Es ist beruhigend zu wissen, dass diese Tests wertvolle Informationen liefern können. Auf die Erhaltung von Gesundheit und Wohlbefinden. Prost darauf, John. Auf unsere Gesundheit zu achten ist lebenswichtig. Wenn Sie weitere Fragen zu medizinischen Tests haben, können Sie diese gerne stellen. Danke, Anna. Danke für deine Unterstützung. Ich werde mich mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn ich weitere Informationen benötige. Bleiben wir gesund und informiert. Lektion 15. Upgrade auf eine Suite. Anna, ich habe bald einen besonderen Anlass und würde gerne auf eine Suite upgraden. Was sind deine Gedanken dazu? Das klingt nach einer wunderbaren Idee, John. Ein Upgrade auf eine Suite kann einen Hauch von Luxus verleihen und Ihren besonderen Anlass noch unvergesslicher machen. Genau. Ich möchte, dass es ein ganz besonderes Erlebnis wird. Wie kann ich ein Upgrade auf eine Suite in einem Hotel vornehmen? Eine Möglichkeit besteht darin, das Hotel direkt zu kontaktieren und sich nach der Verfügbarkeit der Suiten zu erkundigen. Sie können Ihnen Informationen zu den Optionen und zusätzlichen Kosten geben. Das macht Sinn. Ich werde mich mit dem Hotel in Verbindung setzen und sehen, was sie anbieten können. Gibt es noch andere Möglichkeiten, sich ein Suite-Upgrade zu sichern? Eine weitere Option ist die Teilnahme an einem Hoteltreueprogramm. Manchmal erhalten Mitglieder je nach Mitgliedsstatus Vergünstigungen wie kostenlose Upgrades. Ah, das ist interessant. Ich werde prüfen, ob das Hotel ein Treueprogramm hat, an dem ich teilnehmen kann. Hoffentlich erhöht das meine Chancen auf ein Upgrade. Es ist einen Versuch wert, John. Treueprogramme bieten oft zusätzliche Vorteile und Privilegien während ihres Aufenthalts. Ich werde mir das auf jeden Fall ansehen. Nun, was die Suite selbst angeht, was kann ich im Vergleich zu einem normalen Zimmer erwarten? Eine Suite ist in der Regel größer und geräumiger als ein normales Zimmer. Sie kann einen separaten Wohnbereich, eine Küchenzeile und verbesserte Annehmlichkeiten umfassen. Das klingt fantastisch. Ich hätte gerne zusätzlichen Platz und Komfort. Das würde den Anlass noch besonderer machen. Absolut, John. Suiten bieten oft ein luxuriöseres und komfortableres Erlebnis, sodass Sie sich entspannen und Ihre Zeit in vollen Zügen genießen können. Das ist genau das, was ich anstrebe. Ich möchte für diesen besonderen Anlass ein unvergessliches Erlebnis schaffen. Danke für deinen Rat, Anna. Du bist willkommen, John.
Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ich hoffe, Sie können sich eine Suite sichern und haben eine tolle Zeit, um Ihren besonderen Anlass zu feiern. Ich schätze deine Unterstützung, Anna. Ich werde sicherstellen, dass ich alle Details teile und wie es ausgegangen ist. Auf ein unvergessliches und luxuriöses Erlebnis. Prost darauf, John. Ich kann es kaum erwarten, davon zu hören. Genießen Sie Ihren besonderen Anlass und verbringen Sie eine fantastische Zeit in Ihrer modernisierten Suite. Danke, Anna. Ich werde auf jeden Fall das Beste daraus machen. Deine guten Wünsche bedeuten mir viel. Lass die Feier beginnen.